Obwohl Frank mir wirklich ans Herz gelegt hatte, mich erst einmal auszuruhen, begann ich, nachdem er zur Baustelle gefahren war, die Koffer auszupacken und alles an seinen Platz zu räumen. Ich kochte das Mittagessen und versorgte das Baby. Die Glücksgefühle nach der Geburt waren verflogen. Ich fühlte mich schwach und elend. Am Nachmittag trudelten die ersten Frauen zum Gratulieren ein. Auch Biggie und Marie kamen mit Geschenken und hielten stolz und glücklich ihre erst einige Monate alten Mädchen in den Armen. Mir war alles zu viel. Ich hatte das seltsame Gefühl, als zeigte ich ihnen ein fremdes Kind, das gar nicht mir gehörte. Das machte mir Angst und mir brach der Schweiß aus. Am liebsten hätte ich mich in der Düne eingegraben, mich versteckt. Das Lachen von Biggie, ihr lautes Gelächter, war unerträglich. Und ich war froh, als sie sich schließlich verabschiedeten. Am Abend erzählte Frank, dass wieder Leute verhaftet worden wären. Es gab am Heiligen Abend eine Razzia bei den Schnapsbrennern. Als ich aller sei Dank schon in Amman im Hotel war, sagte er. Und dass er am nächsten Tag ins Gefängnis fahren würde, um den Männern Essen zu bringen, denn in saudischen Gefängnissen ist es üblich, dass die Insassen von ihren Angehörigen verpflegt werden. Die wegen des Todes des Finnen Inhaftierten waren kurz vor Weihnachten nach Deutschland abgeschoben worden. Als er am nächsten Tag nach Hause kam, sagte er, es geht den Männern im Gefängnis nicht gut. Sie sitzen in einer winzigen Zelle, nicht weit vom Camp entfernt. Der Raum steht fußhoch unter Wasser, in dem ihre eigene Scheiße schwimmt. Die kommt aus einem Loch am Boden, das als Toilette dient. Seltsamerweise empfand ich überhaupt kein Bedauern. Meine Gefühle waren mir irgendwie abhanden gekommen. Ich war auch nicht mehr stolz auf meinen Sohn. Ich spürte überhaupt nichts mehr. Frank dagegen war bester Laune und verschwand irgendwann mit einem Spaten in der Dunkelheit. Später kam er die Arme voller Schnapsflaschen, die er aus der Düne ausgegraben hatte, zurück. Einer der Schnapsbrenner hat mir einen Wink gegeben, meinte er. Am Silvester kamen einige Junggesellen zu Besuch, um die Tzatziki-Vorräte zu vertilgen. Ich saß zusammengesunken in einem Sessel und nahm meine Umgebung überhaupt nicht wahr. Während das Toten der Schiffe vom Hafen gegen Mitternacht zu uns herüberklang und die Anwesenden sich fröhlich zuprosteten, stand ich leise auf und ging nach draußen. Aber die Sterne hatten ihre Faszination verloren. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.